Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Ist ja schon eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich war in der Sommerpause und jetzt bin ich wieder fresh zurück am Start. Heute bin ich aber nicht alleine, denn ich habe einen Special Guest hier. Wer das wohl sein wird, wer weiß das schon. Hat man bestimmt nicht im Thumbnail gesehen oder so. Nö. Heute kümmern wir uns ein bisschen um die Labels. Für was kann man sie verwenden? Wozu sind sie da? Was kann man damit alles so Schönes anstellen? So, liebe RPG-Maker-Freunde, ich habe auch noch ein kleines Beispiel dafür, wie man Labels gut verwenden kann. Ich habe die früher nicht so gerne genutzt, aber mittlerweile... Ich weiß, Modo, du bist hier zum ersten Mal da, aber ich mache zuerst die Anmoderation. Dann kommt das Intro, dann mache ich ein kleines Beispiel und dann kommst du dran, okay? Ja? Sehr gut. Also, bleib da. Ich komme gleich wieder. Entschuldigung, das kann mal passieren. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit dem Intro. So, liebe RPG-Maker-Freunde, ich habe auch noch ein kleines Beispiel dafür, wie man... Ey, das kann doch jetzt nicht sein, dass du in mein Intro reinkackst, oder? Also nochmal. Das Intro kommt, ich mache ein Beispiel und dann kommst du, okay? Gut. Intro. Als erstes zeige ich euch ein einfaches Beispiel, wie man ein Label benutzen kann. Wir erstellen ein neues Event, suchen eine Grafik aus und wählen Auswahlmöglichkeit. Die Einstellungen lassen wir so, wie sie sind. Jetzt erstellen wir ein Label ganz oben und benennen es in Wiederholen. Nun klicken wir in den Nein-Fall und fügen zum Label Springen ein. Dort werden wir gefragt, zu welchem Label wir springen wollen. Gebt dort den Namen ein, den ihr für das Label genommen habt. Solltet ihr dort einen Namen einfügen, den es nicht in eurem Event gibt, wird das Ganze nicht funktionieren. Also nehmt am besten ein Wort als Label, damit ihr es später einfacher habt, die Namen des Labels zu merken. So, was haben wir jetzt gemacht? In dieser Auswahlmöglichkeit muss der Player auf Ja drücken. Da dieses Event wieder von vorne beginnt, solltet ihr auf Nein drücken. Wir springen quasi wieder zum Anfang zurück, da dort unser Label ist. In Zelda Ocarina of Time gibt es ein gutes Beispiel für Labels. Im Verlaufe des Spiels redet immer wieder eine Eule mit euch. Nachdem sie euch zugetextet hat, fragt sie euch, ob ihr auch alles verstanden habt. Solltet ihr auf Nein klicken, kommt der gesamte Text nochmal. Lasst uns das zusammen im Maker nachstellen. Erstellt ein neues Event und gebt einen Text ein. Welcher das ist vollkommen egal. Das dient nur zur Veranschaulichung. Am Ende fügt ihr einen Text ein. Hast du alles verstanden? Dann erstellen wir eine Auswahlmöglichkeit. Ganz am Anfang des Events fügen wir ein Label hinzu. Ich nenne ihn Anfang. Im Nein-Fall füge ich zum Label Springen ein, mit dem Namen Anfang. Somit springen wir immer wieder zum Anfang und es wiederholt sich so lange, bis man auf Ja drückt. Beachtet bei Labels, dass sie nur innerhalb eines Events funktionieren und nicht außerhalb eures Events. Das war es jetzt mit meinem kleinen Beispiel. Das ist ein bisschen was für Anfänger gewesen. Jetzt kommt ein bisschen was für Fortgeschrittenere. Aber das macht nicht ich, das macht nämlich der liebe Modo. Lasst mich ein paar Worte über Modo verlieren. Wer ist das und warum sieht er aus wie ein Pinguin? Modo ist der erste Pinguin mit Migrationshintergrund. Er ist vom Südpol ausgewandert zum Nordpol, weil es ihm dort so warm war. Seitdem macht er RPG Maker Let's Plays auf YouTube und ist auch im RPG Maker MV Forum unterwegs. Links dazu sind in der Videobeschreibung. Schaut doch mal vorbei, wenn ihr ein Projekt habt, das ihr mal Let's Play werden lassen wollen, tut von Modo, dann könnt ihr das tun. Das war Deutsch, oder? Ja, es war Deutsch, lassen wir so. Und jetzt erklärt euch dieser liebe Kerl ein bisschen was über Labels und das ist ein bisschen was für Fortgeschrittenere. Es geht um Kartenspiel, mehr dazu erklärt er selber. Bitteschön. Ja, Modo, jetzt darfst du. Ja, ist okay. Nee, du darfst jetzt. Super.
So, liebe RPG Maker Freunde, ich habe auch noch ein kleines Beispiel dafür, wie man Labels gut verwenden kann. Ich habe die früher nicht so gerne genutzt, aber mittlerweile, wo ich doch komplexere Sachen mache und die Events immer länger werden, lohnen sich Labels, um komplizierte Abläufe ein bisschen kompakter zu gestalten. Und das habe ich mit Labels gelöst, um das Ganze ein bisschen kompakter zu machen. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich an einem kleinen Beispiel anhand eines Kartenspiels. Ich zeige euch kurz, wie das in der Praxis jetzt gerade aussieht. Da haben wir die 4 Karten. Sobald wir sie anklicken, werden sie geflippt. Hier haben wir eine Dame. Hier haben wir einen König. Hier haben wir einen Buben. Und hier haben wir ein Ass. So, wenn ich jetzt nochmal anklicke, dann dreht er die Karten wieder um. Das war der erste Eintrag, dass der Flip-Schalter wieder auf Off gesetzt wird und sie werden erneut zufällig ausgewürfelt. So, jetzt seht ihr aber, hier haben wir das Problem, es ist zweimal das Ass gekommen. Und das sollte ja nicht der Fall sein in diesem Spiel. Und jetzt zeige ich euch, wie wir das verhindern. So, schauen wir mal hier. Wir haben hier den Kritzelfisch-Pinguin, der wie so üblich der einzig Wichtige ist. Der hat schaltet einmal alle Karten um, dass wir die Rückseite sehen. Dann macht er die Karten erstmal sichtbar und dann setzt er die Werte der Karten zufällig. Ich zeige euch das hier anhand der Karten. Das ist die Rückseite, die ist erst erkennbar, wenn der Schalter Karte sichtbar aktiviert ist. Und dann, wenn die Karte angeklickt wird, die ist auf derselben Ebene wie die Charaktere. Und wenn ich die mit der Aktionstaste anklicke, dann bewegt die sich ein bisschen schön, das ist wie eine Tür. Und hier wird die Karte nur geflippt. Dann sehen wir hier Karte 1 geflippt. Und je nachdem, was für einen Wert die Karte hat, das sehen wir anhand dieser Variable hier. Beim Wert 1 haben wir den Jungen, beim Wert 2 haben wir die Dame, beim Wert 3 haben wir den König, beim Wert 4 haben wir das Ass. Also, wie lösen wir das Ganze? An den Karten müssen wir nichts ändern. Die bekommen ihren Wert und flippen sich einfach nur. Mehr möchte ich nicht, dass die Karten können. Das Einzige, woran wir jetzt arbeiten müssen, ist dieser Pinguin. Das, was wir hier haben, das können wir alles löschen. Das hat uns ja nicht weitergeholfen. Also, wie fangen wir an? Am besten erstmal mit einem kleinen Text. Möchtest du Karten spielen? Jawohl. So. Darunter machen wir eine Auswahlmöglichkeit, sagen ja und nein. Das ist gut. Die lasse ich jetzt auch direkt mal so, weil wir haben ja das Thema Labels, also werden wir hier später auch Labels einfügen. Und fangen auch direkt mit einem Label an, und zwar Karte 1 nenne ich das Ganze. Und ich tue immer noch ganz gerne einen Kommentar dazu. Hier sage so, Karte 1 bestimmen. Dann springt einem das, wenn man später mal was bearbeiten möchte, direkt ins Gesicht. So, und jetzt sagen wir direkt hier, wenn Ja betätigt wird, dann zum Label Karte 1 springen. Das ist hier jetzt irgendwie ein bisschen nutzlos. Kann man natürlich auch anders lösen, aber das Thema ist Labels, also werde ich jetzt hier auch mal Labels verwenden. Wir wollen, dass die Karte 1 einen zufälligen Wert zwischen 1 und 4 erhält. Also steuern wir eine Variable. Ich habe für so etwas immer eine Würfelvariable, die ist immer in den Top 10 bei mir irgendwie zu finden, bei jedem Projekt, die tendenziell nur die Aufgabe hat, zu würfeln, also zufällig irgendeine Zahl zu bestimmen. Wir wollen eine Zahl zwischen 1 und 4 zufällig erwürfeln. So. Dann wollen wir diese Variable natürlich auf den Wert der Karte 1 festlegen. Also stellen wir ein, Karte 1 wird eingestellt auf den Wert der Variable Würfelvariable. So. Und damit ist Karte 1 eigentlich schon fertig. Das erste, was sie auf diese Art und Weise bestimmt, ist so recht schnell eigentlich schon immer durch. Dann kopieren wir eigentlich alles. So, packen das hier runter und ändern das Ganze jetzt nur auf Karte 2. Hier könnt ihr auch einstellen, dass ihr Karte 2 bestimmt. So, jetzt geht die Labelei nämlich los. Das zufällige Würfeln bleibt. Nur hier ändern wir natürlich, da wir jetzt die zweite Karte machen wollen, hier die Bestimmungsvariable auf Karte 2 Wert. Und jetzt setze ich hier eine bedingte Verzweigung. Und zwar, wenn die Variable Karte 2 Wert identisch der Variable Karte 1 Wert ist,
Nur dann, wir brauchen kein Else. Man könnte auch mit einem Else arbeiten, das machen wir aber nicht. Nur dann tritt das hier in Kraft. Und dann wird ein Label gesetzt. Und zwar Karte 2. Nee, Moment, Quatsch. Wir springen zu einem Label. Und zwar Karte 2. Das bedeutet, hier wird eine zufällige Zahl gewürfelt. Diese wird auf hier angewandt. Sollten allerdings Karte 1 und Karte 2 den identischen Wert haben, was wir ja nicht wollen. Wir wollen ja nicht, dass Karten doppelt vorkommen. Dann wird zu Karte 2 gesprungen. Also hierhin. Und das Ganze geht noch einmal von vorne los. Also es wird nochmal neu gewürfelt. Karte 2 erhält einen neuen zufälligen Wert. Sollte der wieder dem Wert der Karte 1 entspringen, wird wieder hierher gesprungen. Und dann wiederholt der Maker das Event das so lange, bis endlich ein Wert rausgekommen ist, der nicht identisch ist. Das klingt erstmal total aufwendig, das geht aber blitzschnell. So, und ihr ahnt, was jetzt kommt. Wir kopieren diesen ganzen Kram und packen das hier runter. Na nun, das hat nicht funktioniert. Kopieren diesen ganzen Kram und packen das hier runter und fangen jetzt an, an Karte 3 zu arbeiten. Und können wir auch hier das Ganze machen. So. Label Karte 3. Karte 3 wird bestimmt. Wir würfeln wieder zufällig und legen den zufälligen Wert, den wir hier erhalten haben, auf Karte 3 fest. So. Dann müssen wir natürlich auch diese Bedingung bearbeiten. Und zwar Karte 3. Wird geguckt, ob Karte 3 den Wert der Karte 1 entspricht. Wenn ja, dann müssen wir natürlich zum Label Karte 3 springen. Und der Wert wird neu berechnet. Natürlich brauchen wir jetzt zusätzlich eine weitere Bedingung, die checkt, ob nicht auch der Wert zufälligerweise mit der Karte 2 identisch ist. Weil das wollen wir... Momentos. Karte 3 darf nicht den Wert von Karte 2 haben und Karte 3 darf nicht den Wert von Karte 1 haben. So. Ihr ahnt, was jetzt kommt. Wir kopieren das Ganze ein letztes Mal. Nennen das Ganze Karte 4. Wir können auch hier das Ganze wieder umbenennen. Zufällig. Der zufällige Wert wird auf Karte 4 gesetzt. So. Und jetzt wird hier überprüft, ob der Wert von Karte 4 mit dem Wert von Karte 1 übereinstimmt. Dann wird bitte auch zum Label Karte 4 gesprungen und der Prozess wird wiederholt. Hier passiert das gleiche. Karte 4 darf nicht mit dem Wert von Karte 2 übereinstimmen. Ansonsten springen wir noch einmal zum Label Karte 4 und der Prozess wiederholt sich. Wir kopieren das letzte einmal, um auch zu überprüfen, dass Karte 4 nicht mit dem Wert Karte 3 übereinstimmt. Ansonsten wird wieder zum Label Karte 4 gesprungen und der ganze Prozess startet neu. Es kann ja am Ende nur noch eine Kartenzahl rauskommen. Man könnte das sicherlich auch anders lösen. Ihr könntet doch einfach sagen, hey, wenn ich identisch bin mit der Zahl, dann erhöhe ich den Wert einfach um 1. Und dann prüfe ich nochmal neu. Dann müsst ihr es nicht zufällig auswürfeln. Das geht natürlich auch. Aber das bringt euch nach hinten hin, wenn ihr das System erweitern wollt, irgendwann in Schwierigkeiten. Wenn ihr sagt, diese Sache hier teste ich gerade mit 4 Karten. Aber wenn ihr ein richtig komplettes Kartendeck haben wollt mit 32 Karten, dann ist der Wert, den ihr eingibt, vollkommen irrelevant, wenn ihr nur 4 Karten dort habt. Die werden einfach nur miteinander verglichen. Und das wird am Ende irgendwie komplexer. Und hier müsst ihr nichts weiter machen, außer eine Bedingung zu setzen, sagen, die dürfen nicht übereinstimmen oder diese Zahl darf nicht sein. Und ehe ihr dann komplexe Dinge macht, sagt einfach, das machst du jetzt nochmal, diesen Abschnitt. So. Und dann kommen wir unten zu einem Ende-Label. Wunderbar. Und warum brauchen wir ein Ende-Label? Ganz einfach. Hier ganz am Anfang haben wir gesagt, möchten wir Karten spielen? Jawohl. Bei Ja springen wir zu Karte 1, also geht es hier hin. Bei Nein springen wir natürlich zum Label Ende und skippen diesen ganzen Part komplett. Was ich jetzt noch mache, ist ganz einfach. Vor der Auswahl, also direkt unter Karte 1, füge ich wieder das von vorhin ein. Ich decke alle Karten zu. Also ich habe hier die 4 Events, also 4 Schalter, Karte 1 Flip, Karte 2 Flip, Karte 3 Flip, Karte 4 Flip, 11 bis 14. Diese decke ich alle, deaktiviere ich alle, dass wir das ganze Event auch wiederholen können. Ah ja, wir haben natürlich eine Sache vorhin ganz vergessen. Und zwar bei Karte 1
wir müssen die Karten auch sichtbar machen. Das habe ich vergessen. Ja, wir möchten Karten spielen. Da sind die Karten. Ich decke die erste Karte auf. Wir haben einen Ass. Ich decke die zweite Karte auf. Wir haben einen Buben. Die dritte Karte. Eine Dame. Und hier drunter kann jetzt nur noch der König liegen. Et voilà. Und ihr seht, so könnt ihr verschiedene Variablen miteinander vergleichen und über die Labels Prozesse wiederholen, die dafür sorgen, dass sich Dinge gegenseitig auskreuzen. Da kann man viele verrückte, schöne Sachen mitmachen. Und meiner Meinung nach werden Events auf diese Art und Weise viel übersichtlicher und verlieren viel von ihrer Komplexität, macht das ganze Thema ein bisschen zugänglicher. Ist ein bisschen was für Fortgeschrittene, aber vielleicht hat euch das hier ein bisschen weitergeholfen. Jupp, das war's mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Checkt doch mal die Videobeschreibung ab. Dort sind ein paar Links drin, wie ihr Modo finden könnt. Wie gesagt, er macht RPG Maker Let's Plays und auch andere Let's Plays. Lasst doch mal Grüße da. Ein fettes Dankeschön geht natürlich an ihm raus für sein tolles Tutorial, das er hier abgeliefert hat. Und vergesst den Abo-Button bei mir nicht zu drücken. Und dann geht ihr zu Modo und drückt den da. Und dann sind alle happy. So, ne? Bis dahin. Tschüssikowski.